Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W50 heute und bevor das Video losgeht, wollte ich nochmal eine kleine Information mit euch teilen. Und zwar, falls ihr schon immer auf W50 jetzt auch in unsere Gilde rein wolltet, weil ja viele nachgefragt haben, wir haben wieder ein paar Plätze auf der Warteliste frei. Erstmal nur auf der Warteliste, ja. Und genau, da habt ihr quasi die Chance, bei uns mitzuspielen, falls jemand noch eine Gilde sucht oder falls jemand mit seiner Gilde unzufrieden sein sollte und vielleicht ja, mit dem Gedankenspiel zu wechseln. Der kann sich gerne bewerben, und zwar hier auf dem Discord von Terra gibt es ja nach wie vor hier die Sektion W50 Bewerbung, da schreibt ihr einfach eine Bewerbung rein und ja, dann wird der Terra, denke ich mal, auf euch zukommen und ja, falls sich jemand nicht exposen ja, möchte, sag ich mal, also falls jemand, weil so eine Leute gibt es natürlich auch, ne? Falls jemand gerade in einer anderen Gilde spielen sollte und aber mit der unzufrieden ist oder die immer inaktiver wird oder was für einen Grund auch immer ihr haben solltet, eine Gilde zu wechseln, dann könnt ihr auch den Paul hier privat anschreiben, das geht auch, und euch da melden, ne? Dann braucht ihr nicht hier so eine öffentliche Bewerbung abschicken, das ja, könnt ihr dann auch privat klären, einfach da den Paul dann anschreiben, ne? Also wie gesagt, falls ihr Bock habt, falls ihr, ja, keine Ahnung, irgendwie Interesse habt, in unserer Gilde zu spielen, dann, jo, können wir gerne mit euch Gespräche führen und, ja, ansonsten unsere Gilde ist ja voll, deswegen, wie gesagt, Warteliste, aber es gibt halt immer so ein, zwei Leute und auch in der Vergangenheit ein paar Leute, wo man so, ja, keine Ahnung, wo man immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es private Angelegenheiten gibt, wo man nicht reinschauen kann, was immer mal passieren kann, und deswegen, jo, muss man natürlich dann auch gucken, dass man die Plätze dann auch ordentlich gefüllt bekommt. Wo wir immer nach wie vor sehr viel Wert drauf legen, sind persönliche Gespräche. Wir wollen euch immer noch nach wie vor kennenlernen und ja, damit man dann auch weiß, mit wem man denn hier auch in der Gilde zusammen spielt. Gut. Ja, wie gesagt, wir sind auf W50, 283 sind wir jetzt vom Level her. Es gab jetzt das erste Mal das Kalender-Level-Up hier auf W50. Das ist ganz nice, wodurch unsere Gilde natürlich auch gut ja, Level denn machen konnte. Ich meine, es ist jetzt noch früh am Morgen, es ist 5 Uhr morgens gerade. So viele Leute haben sich das noch nicht gegönnt jetzt hier, ne? Aber dadurch wird unser ja, Durchschnittlevel, denke ich mal, auch wieder ein bisschen vorankommen. Und ja, wir gucken mal in die Aufgaben rein, was wir hier haben. Wir haben schon 2-mal Pets gefüttert, das ist sehr gut. Ansonsten haben wir 4-mal am Rad drehen und spiele 8-mal beim Würfelspieler. Das sind jetzt das allererste Mal Aufgaben, wo ich sage, jo, da stehe ich hinter. Das sind faire Aufgaben auf jeden Fall für die Punkte, die man bekommt. Ansonsten hatte ich die letzten Tage immer nur so finde 4 Epics oder 20 Mal im Shop blättern, im Blob chattern, ja. Und das sind jetzt so Aufgaben, ja, das muss nicht sein. Wir können mal kurz noch auf den anderen Servern schauen, wie es da aussieht. Was haben wir auf dem Free-to-Play-Account? Hier habe ich erst 15 Punkte. Ne, spiele 2-mal beim Würfelspieler, 10-mal Shopleiter fällt auch wieder weg, aber 8 Stunden in der Stadtwache. Ist auch okay, sag ich mal. Was haben wir hier auf dem Battle Mage? 2-mal im Rad drehen, kämpfe 6-mal in der Arena, schließe 12 Quests ab. Das sind Quests, oder das sind Aufgaben, die macht man halt so nebenbei. Das ist sehr nice. 40 Punkte habe ich hier auch. Hier habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also damit bin ich auf jeden Fall d'accord. Aber so eine Aufgaben wie finde 4 Epics oder sowas, das sind halt wirklich Sachen, die sind viel, viel, viel zu hoch gegriffen. So, ne? Und so eine Aufgaben braucht man eigentlich gar nicht hier bereitstellen. So, ne? Wie gesagt, man kann sie überspringen, aber ich hoffe nur, dass so eine Aufgaben dann nicht zu häufig kommen, damit man dann hier auch ja, den Hauptpreis dann ergattern kann. Ne? Ja, das sind auf jeden Fall auch gute Aufgaben, bis auf die mittlere, muss auch wieder nicht sein. Ne? Aber ansonsten, also ich finde es halt, das ist halt so sinnloses Pilzverschwenden irgendwie. Aus meiner Sicht, wenn man halt es gerade nicht nötig hat, so im Shop zu blättern, dann macht man das natürlich auch nicht, ne? Gerade wenn jetzt nicht Epic-Event ist oder so. Ja, hier haben wir noch gleich den Geheimauftrag mitgenommen. Und 8-mal beim Würfelspieler müssen wir auch noch mal kurz machen hier. Ist das normale Würfeln oder ist das dieses Würfeln hier? Ich glaube, das ist das normale Würfeln, ne? Nicht dieses. Oder zählt das als das auch? Ah, ja, okay, cool. Dann zählt das auch. Das sind natürlich auch Sachen, die man jeden Tag macht. Die mache ich auch auf meinem Free-to-Play-Account. Ne? Das sind so eine Sachen, jo,
wo man so sagt, ja, die muss man eigentlich jeden Tag mitnehmen, die kann man auch Free-to-Play ganz locker easy erreichen. Ne? Und ja, so eine Aufgaben davon ein bisschen mehr, das wäre cool. Ne? Trotzdem hoffe ich, dass man so eine gute Balance dazwischen findet. Wie gesagt, diese ganz sinnlosen Aufgaben, die würde ich komplett rausnehmen oder vielleicht ein bisschen runterschrauben. Ich meine, es gibt ja auch Sachen wie, ja, keine Ahnung, ein Epic finden und so. Aber man kann halt so viel Pech haben, ne? Das ist halt, ja, unglaublich. Aber okay, gut. Wir haben heute hier Waffen beim Hexenkessel. Wir sind bei 92% angelangt hier mittlerweile. Derweil, ja. Und dann kriegen wir die zweite Schriftrolle, ist ganz nice. Ne? Ansonsten, ja, habe ich hier ein paar Items aus dem Wirbelwind aufbewahrt, in der Hoffnung, dass die Hexe das bekommt. Oder dass die Hexe das mal abnimmt irgendwann mal. Ja, und dann schmeißen wir mal gleich das nächste hier in die Toilette rein. Das können wir auch gleich zerlegen. Hier, ich habe hier noch ein paar Sachen, glaube ich, aus dem... Wo habe ich die her? Sind die noch? Ich glaube, die sind noch vom... aus der Schattenwelt, aus der Pyramide des Wahnsinns, müssten die her sein. Und ja, ich habe mir jetzt auch so ein bisschen was überlegt gehabt. Ich habe ja in letzter Zeit ziemlich viele Pilze in die Dungeons gesteckt. Ich bin jetzt hier auch bei Wirbelwind 300. Und ja, habe gemerkt, das bringt mich jetzt nicht sonderlich so krass voran. Ne? Mich juckt es wahrscheinlich immer mal wieder in den Fingern, wenn man so, ja, sieht, ja, hier könnte eventuell was gehen. Ne? Habe ich das richtige Equipment an? Ja. Ne? Also hier könnte eventuell... Oh! Oh, ja, guten Tag. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. WTF? Was? Das ist ja heftig. Finsterer Reiter? Da muss ja irgendjemand gut reingelackt haben. Kunigunde? Ja, Kunigunde hat gute Arbeit gemacht. Also der finstere Reiter ist jemand, der hat mir schon lange jetzt Sorgen bereitet gehabt. Ne? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich jetzt weniger Dungeons tryen möchte, sondern erstmal mich darauf fokussiere, ein bisschen mein Equipment und das meiner Begleiter abzugraden, was so Steine angeht. So, also ich habe vor, mit den Pilzen, die ich habe, dann eventuell die Mine zu skippen. Ja. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht noch warten, bis die Ritterhalle ein bisschen höher ist, immer so. Ne? Also ein bisschen mehr geht ja immer, ne? Das ist klar. Aber ich glaube, erstmal ein bisschen mehr Fokus auf die Begleiter legen, das wäre gar nicht so verkehrt. Und ja, in meinem Main-Equipment, ja, da fehlen mir vielleicht so 1, 2 Steine. Also hier, den könnte man austauschen, den auch mittlerweile. Ansonsten, ja, der hier noch, war ein großer, aber der ist schon alt. Ne? Also die 3, die könnte man noch austauschen. Dann wäre ich auf jeden Fall steintechnisch aktuell hier auf dem Account. Aber zum Beispiel mein Bertram, da hat hier teilweise Steine drin. Die sind halt unter aller Kanone wie Magazine. Und deswegen, da könnte man austauschen. Bei Marquardt geht es einigermaßen. Der hat auch 1, 2 und ja, Kunigunde. Ich hoffe natürlich insgeheim auch darauf, da wir auch ein paar Stufe 15er hier drin haben. Wir haben jetzt 4-mal Ritterhalle 15. Ne? Übrigens auch mal ein bisschen die Beschreibung hier appreciaten. Ne? Das ist natürlich auch sehr cool. Das soll hier den schwarzen Stein darstellen und hier unser Holzfäller, der hier gerade auf den Baum zugeht, finde ich halt sehr gut gemacht. Da gehen Props raus an Terra an der Stelle. Ne? Und ja, dahingehend möchte ich auf jeden Fall auch ein paar schwarze Steine finden. Ich habe noch keinen einzigen schwarzen Stein gefunden hier auf dem Server, was mich ein bisschen abfuckt. So, ne? Der Paul hat da schon ein bisschen mehr Glück gehabt. So, ne? Also generell ein paar aus der Gilde haben hier schon ein paar schwarze Steine. Da blieb ich leider noch verschont, was das angeht. Ne? Ich habe jetzt aber auch nicht so viel reingeskippt, aber ich glaube auch nicht, dass so viele aus der Gilde die ja, Mine skippen, so großartig. Ich denke mal, da wird einfach dann ein bisschen Glück mit bei gewesen sein bei den meisten dann nachher, ne? Und, oh, da hat mir ein Item gefehlt. Grebo, das tut mir leid an der Stelle. Aber das muss ich mir mal ganz kurz unter den Nagel reißen, ja. Ja, ansonsten haben wir hier auch Schiff, das ist unser neuer Ankömmling in der Gilde. Herzlich willkommen, auch an der Stelle. Und ja, es geht auf jeden Fall voran. Wir können mal gleich nochmal gucken, wie es jetzt mit den nächsten Gegnern aussieht. Ich will jetzt nicht nach jedem Gegner hier in den Dungeon-Simulator reingehen. Das ist ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen sehr tryhard, ist aber auch wieder ein Stärke-Gegner. Ne? Ja, der ist auch wieder machbar, aber wie gesagt, ich will eigentlich nicht zu viel hier investieren für die Dungeon. Oh, ja, aber dann sind da immer so eine Versuche. Dann sind da wieder so eine Versuche bei hier, wie der hier zum Beispiel, wo man sich dann sagt, yo, Dicker. Also,
den hättest du doch jetzt schon wieder, ja, den hättest du mir doch schon wieder gönnen können hier. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. In der Schattenwelt, ja, in der Lichtwelt ist es A von Taddle, der als nächstes liegen würde, ne? Bringt mir aber nicht sonderlich viel Erfahrung. Da würde ich dann eher tatsächlich den in der Schattenwelt bevorzugen. Wirbelwind geht auch jetzt nicht sonderlich viel, ne? Und ja, ich muss gucken. Ich habe viele Aufgaben abgelehnt, die 4x Epics blättern und sowas und 20 mal im Shop blättern. Das habe ich hier, da ich mir schon ein paar Punkte durch die Lappen gehen lassen. Auf meinem Main bin ich jetzt gerade mal bei 30 Punkten, ne? Und ja, weil ich halt einfach nicht einsehe, da so viel Geld dafür zu bezahlen oder so viele Pilze hier rein zu investieren. Ne? Klar, gut, dann gibt es auch mal so Videos, wo ich 1000 Pilze in Ares reinstecke. Ne? Das, kann man natürlich dann so oder so sehen. Ne? Und ich weiß natürlich auch, dass so eine Trice wie bei Ares hier natürlich komplette Pilz-Waste-Aktion ist. Die sind natürlich besser aufgehoben. Ich hätte mir alleine schon dadurch den Greifendrachen schon, keine Ahnung, wie viele Mal leasen hätte können. Oder die Edelsteinmine skippen oder Goldgrube skippen. Klar gibt es 1000 bessere Möglichkeiten, mit seinen Pilzen umzugehen und so weiter und so fort. Aber da ich ja davon ausging, dass Ares nicht so hartnäckig ist, habe ich, wie gesagt, die Free Tries da ein bisschen reingebaitet, um den mal zu versuchen. Habe ich meine Lektion daraus gelernt, werde ich nicht mehr machen. Werde jetzt auf meinem Main-Server hier zusehen, dass ich die Pilze ein bisschen schlauer investieren werde. Und genau so sieht es auch aus hier auf W50. Ne? Klar wird es immer mal wieder ein paar Free Tries geben, oder ich sag mal ein paar Tries, wo ich sehe, aha, da ist Potenzial, da kann man mal ein paar Pilze reinstecken, so, ne, ja, wie der zum Beispiel. Das sind zum Beispiel so Versuche, da lasse ich mich gerne von baiten, so, ne. Aber da macht es dann tatsächlich dann vielleicht mehr Sinn, erstmal auf die Edelsteine zu gehen, ne, um dann halt, ein bisschen bessere, Begleiter-Power zu haben, sag ich mal. Und vielleicht tatsächlich irgendwann mal den ersten schwarzen Edelstein zu bekommen. Ne? Ich hatte gestern auch mit meiner Gilde im Gespräch gehabt, so, wenn ich meinen ersten schwarzen Edelstein bekommen sollte, ob ich den direkt in die Waffe packe oder nicht. Ne? Und ich habe dann, also im Prinzip lief es dann darauf hinaus so, wenn es ein kleiner schwarzer Edelstein ist, dann kann man den schon ins Equipment packen. Ne? Würde ich aber nicht direkt in die Waffe packen. Wenn es ein mittlerer ist, dann lohnt es sich, den auch in die Waffe zu packen. Ich habe jetzt aber so überlegt, ob das vielleicht so schlau ist, den, falls ich sogar auch einen großen schwarzen bekommen sollte, den in die Waffe zu packen, weil im Prinzip haben wir ja bald in 11 Tagen oder noch weniger den legendären Edelstein und da lohnt es sich natürlich, den in die Waffe zu packen, so, ne? Deswegen wäre es wahrscheinlich ratsamer, ein bisschen zu warten, falls man einen Edelstein bekommt, einen schwarzen, ja, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, so, ne? Mal gucken, was passiert. Dann packe ich ihn vielleicht doch ins Equipment lieber, bevor ich ihn in die Waffe tue, weil dann müsste ich die Waffe zerlegen, um den schwarzen wieder rauszuholen. Und ja, dann würde ich, glaube ich, eher auf den Leggy-Stein warten, denn so lange. Und dann eher, keine Ahnung, ja, das ins andere Equipment packen, weil so leicht an neues Epic-Equipment komme ich jetzt auch erstmal wieder nicht ran, weil es ja kein Epic-Event erstmal, ne? Ja gut, ich lasse es sein. Ne? Ansonsten habe ich auch nur ein kleines Update hier beim Arena Manager ziemlich viel Glück gehabt. Ich habe 3-mal, wie gesagt, den Händler verpasst und trotzdem habe ich ultra hart reingelackt, was die Boosts angeht. So. Ich habe den Toilettenboost platiniert bekommen, das ist sehr nice. So. Es gibt Leute in meiner Gilde, die spielen viel, viel Tryhard-mäßiger als ich und die haben noch nicht mal einen Platin-Boost, die haben noch nicht mal alle anderen Boosts fertig und ja, da habe ich ein bisschen reingelackt, das ist aber auch das Einzige. Ansonsten, ja, sieht es eher mau aus. Ansonsten meine Pets sind auch nicht so gut am Start. Wären die ein bisschen besser, dann wäre ich auch schon ein bisschen besser am Start. Aber ja, da habe ich jetzt auch nicht so viel Fokus drauf gelegt, muss ich sagen. Bereue ich ein bisschen im Nachhinein. Trotzdem, ziehe ich da, denke ich mal, früher oder später auch irgendwann mal nach. Ne? Ist alles ein Marathon und kein Sprint. Ne? Gut, das soll es aber auch damit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.